Ich bin Mechthild Knösel, Landwirtin auf dem Hofgut Ringelshausen. Ich kümmere mich hier seit 13 Jahren um die Rinderhaltung und habe auch gleich damals, als ich die Herde hier übernommen habe, mit der muttergebundenen Kälberaufzucht angefangen. Und ich stelle jetzt meine Methode vor, wie sie in meinen Verhältnissen eben sich entwickelt hat oder auch bewährt hat. Beweggründe waren eigentlich im Wesentlichen zwei. Das eine ist, dass ich eine durchschnittliche Eimeraufzucht hier vorgefunden habe, wo die Kälber einfach verhältnismäßig häufig krank waren mit Durchfällen, Atemwegserkrankungen, Nabelentzündungen, was man halt so hat. Und der andere Grund war, wenn ich mir jetzt vorstelle, was die Kuh wirklich erfüllt, dann ist es als Säugetier einfach die Aufzucht des Jungen. Und wenn ihr das sozusagen permanent ihr Leben lang vorenthalten wird, dann stimmt irgendwas nicht, für mich jetzt. Und aus dem Grund habe ich mich auf den Weg gemacht, wirklich eine muttergebundene Kälberaufzucht zu entwickeln. Die Kuh kalbt ab, im Sommerhalbjahr auf der Weide, im Winterhalbjahr in der Abkalbebox im Stall. Und mindestens die ersten 24 Stunden nach dem Kalben lasse ich Kuh und Kalb separat vom Rest der Herde. Aus dem Grund, dass sich die Bindung zwischen den beiden festigt. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, dass ich in dieser separaten Box auch gut sehen kann, ob das Kalb ordentlich trinkt und ob alles gut funktioniert. Nach diesem ersten Tag kommt Kuh und Kalb in eine Mutterkalb-Herde. Das ist eine eigene Herde zusätzlich zur normalen Milchviehherde. Zu dieser ersten Phase mit komplett uneingeschränktem Kontakt über 3 Monate ist noch wichtig, die Kuh wird immer zweimal am Tag gemolken. Das Kalb trinkt sich satt in vielen kleinen Mahlzeiten am Tag, was eben auch ein großer Vorteil ist von diesem uneingeschränkten Kontakt, dass es möglich ist, diese vielen kleinen Mahlzeiten zu sich zu nehmen und nicht einmal ganz viel und dann wieder nichts. Und innerhalb dieser ersten, doch sehr labilen Phase ist es mir wichtig, dass das Kalb keinerlei Veränderung ausgesetzt wird. Ein weiter wichtiger Punkt in dieser ersten Phase ist, dass die Kälber den Kühen nachahmen, was vor allem auch die Grundfutteraufnahme betrifft. Das heißt, sie nehmen früh viel Grundfutter auf, obwohl sie ad libitum mit Milch aufwachsen. Ein letzter Aspekt zu diesen ersten 3 Monaten ist das Sozialverhalten. Die Kälber haben zum einen natürlich gleichaltrige Kälber, das gibt es in anderen Kälberaufzuchtsystemen natürlich auch. Dann gibt es ganz wichtig die Mutter und was eben ganz entscheidend ist für mich, es gibt andere erwachsene Tiere in dieser Herde und das Kalb lernt von Anfang an, wie es sich zu verhalten hat. Nach diesen ersten 3 Monaten gehen wir dann in eine zweite Phase. 2 Wochen lang sieht das Kalb sozusagen zweimal am Tag die Mutter, immer am Anfang der Melkzeit, etwa für 1 Stunde. Und nach dieser Phase wird die Mutter endgültig vom Kalb abgesetzt. Diese Übergangsphasen, wo sich etwas verändert, versuche ich möglichst langsam und schonend für die Tiere zu gestalten. Beispielsweise beim Absetzen der Mutter kommt die Kuh morgens nicht zum Kalb, abends schon. Das heißt, sie hat wohl einen stressigen Tag, wenn sie das erste Mal morgens nicht beim Kalb war, hat aber abends einfach eine Entspannung, wenn sie wieder zum Kalb darf. Das Kalb wiederum ist, was Trinken am Euter anbelangt, ziemlich flexibel. Es trinkt ziemlich rasch an dem Euter einer anderen Mutter. Das heißt, diese großen Kälber, deren Mutter eben dann nicht mehr da ist, bekommen noch Milch, vielleicht nicht mehr ganz so viel. Und an der Stelle ist es mir einfach wichtig, dass ich nicht gleichzeitig dem Kalb die Mutter wegnehme und die Milch, weil es sozusagen sonst gleichzeitig ein emotionaler Stress ist, Mutter geht, und physiologischer Stress ist keine Milch mehr. Also beides auf einmal ist in meinen Augen einfach zu viel verlangt vom Kalb. Wenn die Mutter abgesetzt ist, ist das Kalb etwa 3,5 Monate alt. Dann folgen noch 2 Wochen, wo das Kalb einfach an anderen Müttern mittrinken kann. Und danach folgt die endgültige Absetzphase von der Milch, die nochmal ungefähr 2 Wochen dauert. Die Absetzphase selber sieht so aus, dass ich Absetzergruppen, also Kälber, so wie die vom Alter zusammenpassen, zusammenfasse. Und das läuft so ab. Ich lasse diese Absetzergruppe etwa 10 Minuten später zu diesem Mutter-Kalb-Treffpunkt dazu. Das hat den Effekt, dass die eigenen Kälber dieser Mütter, die sich in diesem Bereich befinden, bereits fertig mit Trinken sind. Und ich mache mir mehr das Verhalten der Kühe zunutze, dass die sich eigentlich mehr oder weniger wehren, die Großen noch trinken zu lassen. Die machen das denen einfach ein Stück weit schwer. 1 Woche lang lasse ich diese abzusetzenden Kälber 10 Minuten später dazu.
Also morgens und abends, und in der zweiten Woche machen wir es nur noch abends. Zeitgleich fütter ich dann Möhren. Das heißt, es hat einen gewissen Ablenkungseffekt, sodass die Kälber das Interesse an der Milch verlieren. Diese Art des Absetzens von der Milch ist verhältnismäßig stressarm. Wir haben uns die Mühe gemacht, die Kälber mal während 2 Aufzuchtphasen wirklich regelmäßig zu wiegen. Grob sieht es eben so aus, dass im Durchschnitt dieser 4,5 Monate etwa 11 Liter am Tag aufgenommen werden. Sprich, in der Aufzuchtphase rechne ich mit 1200 bis 1500 Liter aufgenommene Milch pro aufgezogenem Kalb. Vorteile dieser Aufzucht, außer dass es natürlich irre Spaß macht, sind wirklich gesunde Kälber, also Tierarztkosten gegen 0, abgesehen von irgendwelchen Notfällen. Frohwüchsige Kälber, wie gesagt, 200 Kilo Lebendgewicht am Ende der Aufzucht und sehr wenig Arbeitsaufwand.